Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. In diesem Video wird das Quantum 300 CO2 Pflanzendüngeset in der Special Edition von Dennerle ausgepackt. Die hier gezeigten Aufnahmen wurden mir von einem befreundeten Aquarianer zur Verfügung gestellt. Der Kauf der Anlage war nötig geworden, weil ausgerechnet im Urlaub die vorhandene Bio-CO2-Anlage ausgefallen war. Außerdem hatte der Futterautomat anscheinend zu viel Futter ausgespuckt und so die Nährwerte im Wasser erhöht. Dazu kam die extreme Hitze in diesem Sommer und alles zusammen führte zu einem übermäßigen Algenwachstum, dem Auftreten von Cyanobakterien und einem Verkümmern der Pflanzen. Mit der neuen CO2-Anlage sollen diese nun wieder aufgepäppelt werden. Das Dennerle Quantum 300 CO2-Set in der Special Edition ist ein Einwegsystem. Das heißt, dass der CO2-Zylinder jedes Mal neu gekauft werden muss, wenn er leer ist und nicht nachgefüllt werden kann. Mit einem entsprechenden Adapter kann es aber auch zu einem Mehrwegsystem umgerüstet werden. Das Quantum 300 Set kommt in einem einfachen Karton, auf dessen Vorderseite die wichtigsten Komponenten abgebildet und beschrieben sind. Auf der Seite sind Sicherheitshinweise für den Umgang mit CO2 abgedruckt. Öffnet man den Karton, sind die Teile separiert voneinander in kleinen Fächern untergebracht. Die Verpackung macht insgesamt einen guten Eindruck, trotz Versand ist nichts verrutscht. Die in mehreren Sprachen beiliegende Betriebsanleitung ist detailliert, fast jeder auszuführende Schritt ist auf einem eigenen Foto abgebildet, die allerdings in Schwarz-Weiß gedruckt sind. Hier jetzt noch einmal der geöffnete Karton im Überblick. Darin befindet sich die 500 Gramm Einweg-CO2-Flasche und der Druckminderer, der den hohen Druck in der Flasche auf das gewünschte Maß herunterregelt. An den Druckminderer wird der grüne Softflex-Spezialschlauch angeschlossen, der für den Durchfluss von CO2 geeignet ist. In der Special Edition liegt auch noch eine Zeitschaltuhr für das Magnetventil bei, mit dem man das CO2 nachts automatisch abschalten kann. Man könnte das Ventil auch zum Beispiel an die Zeitschaltuhr der Lampe anschließen, aber mit einer eigenen Uhr kann man die CO2-Zugabe individuell regeln. Am Ventil befindet sich ein Haltewinkel, mit dem es im Unterschrank festgeschraubt werden kann. Die CO2-Blasen werden bei diesem Set durch den hier gezeigten Flipper geleitet, wobei es sich im Wasser auflöst. Um den CO2-Gehalt im Wasser messen zu können, ist ein CO2-Langzeittest und die entsprechende Indikatorlösung beigelegt und eine Farbskala, mit der man den für sein Aquariumwasser optimalen CO2-Wert ablesen kann. Damit kein Wasser zurück in die CO2-Flasche läuft, ist der Einbau eines Rückschlagventils vorgesehen. Zu guter Letzt sind im Set noch Proben des Dennerle Pflanzendüngers beigelegt. Hier jetzt noch einmal der gesamte Inhalt des Sets im Überblick. Bevor man den Druckminderer auf die Flasche schraubt, muss erst die Schutzkappe an der Flasche abgeschraubt und der Drehkopf des Druckminderers nach oben gedreht werden. Dreht man ihn dann herunter, wird ein Stift in das Ventil der Flasche gedrückt und das CO2 kann ausströmen. Nachts brauchen die Pflanzen kein CO2, weswegen es dann abgeschaltet werden kann. Damit man die Blasenzahl nicht jedes Mal neu einstellen muss, wird ein Magnetventil mitgeliefert, dessen Stecker dann in die mitgelieferte Zeitschaltuhr gesteckt wird. Man kann dann zum Beispiel das CO2 circa eine halbe Stunde vor dem Licht einschalten, damit die Pflanzen dann, wenn es angeht, sofort ausreichend CO2 zur Verfügung haben. Schaltet man es abends circa eine halbe Stunde vor dem Licht ab, wird alles Rest CO2 verbraucht, bevor es dunkel wird und es wird kein CO2 verschwendet. Empfohlen wird, mit 10 Blasen pro Minute pro 100 Liter Aquariumwasser anzufangen und die Menge dann über die nächsten Tage in kleinen Schritten anzupassen, je nachdem, welche Farbe die im Langzeittest eingefüllte Flüssigkeit annimmt. Die optimale Farbe für die eigenen Wasserwerte überprüft man dann anhand der beigelegten Tabelle. Wie man das richtig macht, entnimmt man der Bedienungsanleitung, die man unbedingt vorher lesen sollte. Hier wird auch beschrieben, wie die Anlage gepflegt und gewartet wird. Hier sieht man jetzt den kleinen Stift im Druckminderer, der das Ventil der CO2-Einwegflasche öffnet, wenn man den Drehknopf des Druckminderers herunterdreht. Schraubt man den Druckminderer wie hier mit heruntergedrehtem Drehknopf auf die Flasche, strömt schon CO2 beim Aufschrauben aus und es ist ein Zischen zu hören. Das hört aber sofort auf, sobald man den Drehknopf wieder hochdreht. Dann kann man den Schlauch anschließen. Hier sieht man jetzt, wie durch das Herunterdrehen des Drehknopfes das Ventil geöffnet wird und das CO2 ausströmt. Damit kein Wasser vom Aquarium in die Flasche laufen kann, wird der Schlauch zerschnitten und das mitgelieferte Rückschlagventil eingesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass der darauf befindliche Pfeil in die Richtung zeigt, in die das CO2 strömen soll.
Die Schraubverschlüsse am Ventil werden aufgedreht, der Schlauch aufgesetzt und dann werden die Schraubverschlüsse wieder zugedreht. Genauso wird auch das Magnetventil zwischengeschaltet. Um den CO2-Langzeittest in Betrieb zu nehmen, wird der Testbehälter aufgeschraubt und das Oberteil mit einer Ampulle Indikatorlösung gefüllt. Dann wird der Behälter zugeschraubt, umgedreht und unter Wasser ins Aquarium gehängt. Das CO2 braucht nun 1 bis 2 Stunden, bis es aus dem Wasser in den Behälter hinein diffundiert ist. In diesem Zeitraum wird also der CO2-Gehalt im Aquarium noch nicht richtig angezeigt. Deshalb die Blasenzahl nicht sofort erhöhen, wenn die Flüssigkeit noch eine Weile blau bleibt. Um verwertbare Ergebnisse für das ganze Aquarium zu erzielen, bringt man den Testbehälter am besten so an, dass ausreichend Strömung daran vorbeifließt. Den Flipper fixiert man wahrscheinlich am besten an der gegenüberliegenden Seite. In ihm steigen dann die CO2-Blasen hoch und lösen sich dabei auf. Das Teil ist etwas klobig und nimmt viel Raum im Aquarium ein und versperrt die Sicht. Deswegen ist mein Bekannter auch schon bald auf einen Diffusor umgestiegen, der etwas eleganter aussieht. Jetzt noch einmal das Aquarium vor der CO2-Zugabe. Der Bodendecker ist teilweise sehr blass, die rote Pflanze in der Mitte ist fast gelb und die Stängelpflanze rechts lässt ihre von den Algen überwucherten Blätter hängen. Nach 6 Wochen mit CO2 haben die Bodendecker fast überall ihre kräftige grüne Farbe zurück und die Stängelpflanzen sind auch fast wieder komplett rot. Es sind zwar noch etwas schwächer gefärbte Blätter dabei und die Algen sind auch noch nicht ganz verschwunden, aber das, was neu gewachsen ist, ist kräftig durchgefärbt. Bei Monte Carlo sind viele neue Triebe gewachsen und es hat sich ein gleichmäßig gefärbter Teppich gebildet. Vom ursprünglich eingesetzten Eleocharis mini sind nur noch vereinzelt Halme zu sehen. Die nach dem Urlaub aufgetretenen Algen konnten aber noch nicht ganz eingedämmt werden und treten immer wieder an den Blättern der Stängelpflanzen auf. Insgesamt hat sich die Anschaffung des Dennerle Quantum 300 CO2-Sets für meinen Bekannten seiner Meinung nach gelohnt. Anschluss und Betrieb waren einfach durchzuführen, die Anlage läuft, nachdem sie einmal richtig eingestellt ist, so gut wie von alleine und lässt sich mit dem CO2-Langzeittest recht exakt überwachen. Der Anschaffungspreis ist nicht ganz günstig, aber dafür erhält man eine zuverlässige Anlage, die sich mit einem Adapter auch noch von einem Einweg- zu einem Mehrwegsystem umbauen lässt, was die Betriebskosten senkt. Einen Link zu dem hier vorgestellten CO2-Set findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Unboxing-Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Unterstütze meinen Kanal, indem du ihn abonnierst und aktiviere die kleine Glocke, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Aquarianer sind mir sehr sympathisch, weswegen ich mich über jeden freue, der dabei ist. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.